Moin Moin, hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Und heute gibt es hier eine Runde Shakes and Fidget. Das Video heute kommt ein bisschen später, dafür haben wir aber tolle News am Start. Und zwar gibt es hier auf der Webshop-Seite von Shakes and Fidget einen neuen Blogbeitrag und zwar zum World Boss. Ja, er wurde ja wieder angekündigt, dass er zurückkommen sollte und jetzt sehen wir hier die überarbeitete Version und da gucken wir direkt mal rein, was so neu ist und ja, wie der erscheinen wird, alle möglichen Informationen dazu auf jeden Fall. Besiegt den neuen World Boss. Ja, liebe Helden und Heldinnen, seit dem ersten Kampf gegen den World Boss ist einige Zeit vergangen. Wie viele von euch sehen auch wir großes Potenzial in dem Event. Wir haben uns euer Feedback zu Herzen genommen und einige Änderungen vorgenommen. Vor dem nächsten Kampf gegen den World Boss vom 30.10. bis zum 2.11. wollen wir dieses Update mit euch teilen. Also wir sehen ihn sogar relativ bald. Nächste Woche Donnerstag startet er bereits schon. Ja, das ist natürlich, ja, also ist natürlich krass, dass er jetzt so kurzfristig auf jeden Fall kommt. Aber ja, wir sehen hier auf jeden Fall, ich glaube, das ist eine neue Grafik vom World Boss. Mal gucken, vielleicht sehen wir ein bisschen was anderes diesmal. Aber erst einmal, wer war der World Boss nochmal? Der World Boss ist mächtig, furchteinflößend und die vermutlich größte Gefahr, der ihr je in Shakes and Fidget begegnet seid. Alle Heldinnen und Helden einer Welt müssen sich gegen ihn verbünden. Baut ein Katapult. Gut, das kennen wir alles schon. Ja, da brauchen wir jetzt, glaube ich, nicht weiter drauf eingehen. Na, wir sehen jetzt hier aber auch schon in dem ersten Bild direkt eine Änderung hier mit dem rot hinterlegten ja, Symbol von Ebene 3 hier oben. Ja, das ist auf jeden Fall irgendwas Neues jetzt. Wie könnt ihr teilnehmen? So, hier sehen wir jetzt auf jeden Fall schon mal wieder noch was anderes. Hier sehen wir jetzt Nebel ist auf jeden Fall da, wenn der World Boss auch erscheint. Ja, wir hatten uns ja so ein paar kleine Spezialeffekte gewünscht, wenn der World Boss kommt. So ein mächtig furchteinflößendes Monster in Shakes and Fidget, das was wir, ne, wie es hier oben steht, je gesehen hatten und dann ja, kommt halt sowas hier, ne? Da sollten mal ein paar mehr Spezialeffekte, jetzt haben sie einfach, ja, ich sag mal, nur den Nebel angemacht, ja, was es sonst halt zu Halloween gab oder so, ne? Ich hatte mir da jetzt schon ein bisschen eher was Spezielleres gewünscht, beziehungsweise ein bisschen mehr Abwechslung, was so die Effekte angeht, weil ja, in Shakes and Fidget, wir haben seit Jahren immer nur die zwei selben Effekte, den Nebel und den Schnee im Winter, was wirklich sehr, sehr schön ist und da könnte man so viel mehr machen, das sage ich eigentlich schon seit Jahren so, ne? Im Herbst kann man alles so ein bisschen die Bäume bunt färben, so ein paar Blätter da wehen lassen. Im Frühling kannst du so ein paar Sonnenstrahlen hier ne? Also hier in die Übersicht packen, sag ich mal, beziehungsweise halt hier so ein paar Figuren hin, die hier im Pool planschen, zum Beispiel Shakes, keine Ahnung, mit einem Gummireifen oder sowas halt, ne? Also mit einem Schwimmring meine ich, ja. Solche Sachen halt. Oder halt hier so die Bäume verfärben im Herbst, so, ne? Alles coole Sachen, leider immer nur bisher die zwei selben Spezialeffekte. Wir hatten auch angemerkt, dass ja, zum World Boss auch ein bisschen ne, schaurige Musik erscheinen soll. Es soll ein bisschen furchteinflößende Atmosphäre. Jetzt wurde der Nebel hinzugefügt. Okay. Wie könnt ihr teilnehmen? Während des Events steht in der Mitte in der Stadt ein Turm. Klickt darauf, um den Kampf gegen den World Boss zu starten. Ihr könnt die Ebene wechseln, auf der ihr angreift. Okay, das kennen wir eigentlich alles auch schon. Kaboom bietet außerdem Upgrades an, die euer Katapult. Okay, ja. Gut, das haben wir auf jeden Fall. Dann, welche Belohnungen erwarten dich während des Events? Erhältst du Kriegs- und Bossbelohnungen? Es gibt Kisten für die Teilnahme, den finalen Schlag, den höchsten Einzelschaden oder den meisten Gesamtschaden. Ja, sie erhalten Schätze wie Gold oder Ressourcen. Den meisten Gesamtschaden gab es beim letzten Mal, glaube ich, nicht. Da gab es den höchsten Einzelschlag, also den höchsten Einzelschaden, den finalen Schlag. Oder gab es auch es gab auf jeden Fall 3 Kisten, ja. 3 Kisten gab es da zu holen. World Boss Veränderung. So, jetzt wird es halt interessant hier, ne? Allgemein, das Balancing wurde überarbeitet, um das Event zugänglicher und fairer zu gestalten. Dazu gehören reduzierte Upgrade-Kosten, Anpassung der Upgrades, um auf einem niedrigeren Level einen stärkeren Einfluss zu haben. Spezialattacken können durch Upgrades früher sorry, freigeschaltet werden. Kriegsbeute und Bossbelohnungen sind an die günstigen Eventkosten angepasst.
Im Kampf Stadtbanner wurden entfernt, was zu mehreren Vorteilen führt. Die Kampfteilnahme ist kostenlos, man muss dem Event nur über die Stadt beitreten. Eventkosten wurden reduziert, das Gameplay wurde vereinfacht. Es kann nicht mehr Loot erhalten werden, als während des Events ausgegeben werden könnte. Die Teilnahme-Schaltfläche wurde durch eine Anzeige der Katapult-Laufzeit ersetzt, Kampf- und Bossgrafiken wurden überarbeitet, Angriffe werden visualisiert, ein Timer zeigt den Zeitpunkt des nächsten Angriffs an. Ja, das, was wir ja auch so ein bisschen als Kritik angemerkt hatten. Dann zum Katapult. Die Laufzeit lässt sich flexibel zwischen 4 und 10 Stunden über einen Schieberegler einstellen. Beim Kauf des Katapults sind Katalysatoren enthalten. Die Kosten für das Katapult richten sich nach der gewählten Laufzeit. Infoscreen und Kampfinformation. Mit den nächsten Worldboss wird ein großer Kampflog und Infoscreens eingeführt. Diese enthalten Details zu in Klammern Liste, enthält eine Auswahl, Schaden pro Sekunde und Zeitpunkt des Angriffs, Auflistung der erhaltenen Belohnung, kritische Angriffe und Spezialattacken werden einbezogen und dargestellt. Ranglisten und Belohnung. Logtab. Die Rangliste enthält nun einen Logtab. Kriegsbeute und Bossbelohnungen wurden leicht reduziert. Kisten wurden überarbeitet. Vollstreckertruhe, Killklauer-Truhe, neuer Name. Okay. Schadensmeistertruhe, Einzeltreffertruhe, neuer Name. Schadensmeistertruhe, höchster Schaden in Summe an einer Ebene. Da kam es ja in der Vergangenheit auch zu Verwirrungen, beziehungsweise ja, war das ein bisschen undurchsichtig gestaltet. Ne? Was ist jetzt genau der höchste Einzelschaden, was ist Schadensmeister, irgendwie Schaden in Summe? Ja, das war nicht ganz ersichtlich, was halt eben zu was gehört. Deswegen, ja, durch die Namensänderung wird da halt eben ein bisschen entgegengesteuert auf jeden Fall. Bitte beachtet, dass wir einen Teil des Feedbacks nicht umsetzen konnten. Wünsche nach einem Autoswap stehen im Konflikt mit dem Wunsch nach aktiven Gameplay-Mechaniken. Andere Wünsche sind einfach nicht möglich einzubauen. Fürs Erste wollen wir den nächsten World Boss abwarten und schauen, wie sich unsere Verbesserungen in der Praxis bewähren. Wir danken euch für das Feedback und hoffen, dass unsere geplanten Veränderungen und Vorstellungen für den nächsten World Boss entsprechen. Also schlussendlich kann man sagen, ich denke mal, dass der World Boss ein bisschen attraktiver gemacht wird für alle Spielerklassen, nicht nur für die ganzen Pay-to-Win-Leute, sondern halt auch eben für die Free-to-Play-Spieler, an die halt eigentlich viel, viel mehr gedacht werden müsste, weil halt ein Großteil aus der Community auch Free-to-Play-Spieler sind. Ich würde sogar sagen 50% oder mehr. Wir hatten da mal eine Umfrage auf YouTube vor 1-2 Jahren gemacht. Das ist ein Riesenteil Free-to-Play-Leute dabei, deswegen hat das halt eben den meisten auch nicht gefallen beim letzten Mal, weil das so absurd teuer gewesen ist. Deswegen, das ist schon mal gut. Ansonsten, ja, ich muss ganz ehrlich sagen, ich hatte ja zu dem World Boss ein Textdokument erstellt, wo ich privat, ja, ohne dass ich dafür irgendwas bekommen könnte oder das habe ich einfach nur gemacht, um halt eben das Spiel bzw. das Feature zu verbessern, wo ich mich privat bestimmt 4 Stunden oder so hingesetzt habe und Feedback geschrieben hatte, ja, was man da alles hätte noch reinbringen machen können und besser machen können. Vieles davon wurde jetzt hier auch in den Verbesserungen aufgefasst. Einiges wurde anscheinend nicht umgesetzt, beziehungsweise konnte nicht umgesetzt werden. Ich weiß aber jetzt auch nicht mehr hundertprozentig, was ich dort alles reingeschrieben hatte. Ist schon ein paar Tage her, ja, und das war echt verdammt viel, was wir dort auch aufgelistet hatten. Das hatte ich euch mal im Video gezeigt. Und das hatte ich halt auch eben 1:1 so zu Playa geschickt. Deswegen, ja, warten wir mal ab, wie diesmal so das Gameplay wirkt, sag ich mal, vom World Boss. Ne? Ich denke mal, es können jetzt deutlich mehr Leute dran teilnehmen als vorher, aber mal schauen, wie sich halt so gameplay-technisch da jetzt großartig was geändert hat. Ich glaube, vom Kern-Gameplay wird es wahrscheinlich dasselbe sein wie beim ersten Mal, nur dass halt jetzt eben die Kosten ein bisschen angepasst worden sind, die Belohnungen ein bisschen überarbeitet worden sind und viele hatten halt auch gesagt, dass vom Design her da vielleicht ein bisschen was überarbeitet wird, beziehungsweise wäre schön, mal gucken, was uns da so erwartet. Also ja, bisher liest es sich halt eben nach einer Verbesserung von den Kosten und von der Visualisierung her, was aber auch 2 große Kritikpunkte gewesen sind, die wir auch
angesprochen hatten beim World Boss. Und deswegen sage ich mal so, es kann nur besser werden. Ja, also das Kernfeature an sich fand ich eigentlich recht nice, muss ich sagen. Also dieses Thema vom World Boss, das ist halt ein Wunsch, den hatte die Community schon lange gehabt. Wie das Ganze natürlich dann am besten umgesetzt werden kann, ist dann halt immer so die andere Sache. Ne? Aber im Prinzip, wenn man ein bisschen dran arbeitet, könnte das ein ganz cooles Feature werden. Ja, ich erinnere mich auch noch an den ersten Legendary Dungeon. Der kam zwar schon relativ gut raus, aber hatte auch noch viele, viele Fehler und musste auch überarbeitet werden. Ne? Ich erinnere nur daran, der Legendary Dungeon hatte früher 200 Etagen anstatt heute 100. Ja, wissen vielleicht manche auch nicht. Da musste auch erst ein bisschen was dran passieren und der Legendary Dungeon ist halt auch ein sehr cooles Feature jetzt geworden. Mal gucken, ob das mit dem World Boss auch so passieren wird, ja. Ansonsten soll es das erstmal soweit zu den Infos hier gewesen sein. Ja, der kommt jetzt am 30.10. raus und geht bis zum 2.11. Also schon relativ bald können wir uns da darauf freuen. Und ja, wenn es euch gefallen hat, lasst gerne eine Bewertung, Kommentar dazu da. Ansonsten wünsche ich euch noch einen super schönen Tag. Vielen Dank fürs Zuschauen. Haut rein und bis zum nächsten Mal.